Dieser Einladungslink zu einer Telegram-Gruppe bringt uns in ein brutales Netzwerk. Meine bewusstlos besoffene Schwester. Großartig. Den Arsch. Wenn du sie betäubst, könntest du ihren Mund benutzen. Gute Arbeit. Es ist keine Vergewaltigung, wenn sie nicht weiß, dass es passiert ist. Dieses Scrollen hier ist die Hölle. Wir gehen rein ins Vergewaltiger-Netzwerk. Und kommen den Nutzern sehr nah. Ich habe die Adresse. Ja, lass uns hinfahren. Wir treten über einen Link einer Telegram-Gruppe bei, mit einem Undercover-Profil. Wir lesen nur, schreiben oder teilen in den Gruppen aber nichts, sind eng im Austausch mit unserer Rechtsabteilung. Wir stoßen sofort auf verstörende Fotos, Videos und Kommentare. Sie zeigen offenbar sexuelle Übergriffe an bewusstlosen Frauen. Wir zeigen hier stark verfremdete Aufnahmen davon, da sie beispielhaft für einen großen, bislang unbekannten Missstand stehen, der von öffentlichem Interesse ist. Meine bewusstlos besoffene Schwester. Großartig. Den Arsch. Dann folgen Videos. Der Gruppenadmin selbst teilt diese Aufnahmen. Wir nennen ihn Dylan. Bei ihm führt die Spur nach New York. Wir werden später versuchen, ihn zu finden. Nutzer fragen hier auch gezielt nach Tipps, welche Mittel sie nehmen können. Ich würde liebend gern auf das Gesicht meiner Freundin kommen, wenn sie schläft. Aber was kann ich zu Hause benutzen, damit sie sicher durchschläft? Bin neu dabei. Ein Nutzer nennt ihm Betäubungsmittel. Das sind hunderte Nutzer und die tauschen sich darüber aus, wie man am besten Frauen bewusstlos bekommt, wie man sich am besten an ihnen vergeht. Fragen dort nach Tipps, geben sich gegenseitig Tipps, welche Mittel man nutzen kann, um Frauen bewusstlos zu bekommen, bei welchen Mitteln man aufpassen muss, weil sie sonst sterben könnten. Und laden hoch, was sie machen mit Frauen. Und ich habe bis jetzt bei keinem einzigen Video eine Geschichte gehört, wo die Frau gesagt hat, ich möchte das. In dieser Nacht werden wir noch massenhaft Aufnahmen sehen, auf denen Frauen bewusstlos wirken, häufig nackt sind. Bilder, die nach schweren sexuellen Übergriffen aussehen. Was davon echt ist, ist schwer zu sagen. Die Nutzer tauschen sich aber sehr konkret darüber aus, wie sie vorgehen. Es beginnt alles mit einem kleinen Glas Wodka und endet mit ein paar Schlaftabletten und Vaseline auf ihrem So ist es jede Woche. Sie ist jetzt sturzbesoffen und auf ein paar Schlafmedis. Ich sollte hoffentlich bald ein bisschen Spaß haben. Wow, fantastisch. Wie sieht sie aus? Der Nutzer schickt Fotos und schreibt: Gib mir eine Minute, mal sehen, in welchem Zustand sie ist. Was hast du für Pläne? Oh, definitiv ein paar Küchenutensilien. In der Gruppe machen sich Nutzer lustig über die Frauen. Schlafende Arschlöcher sind die Besten. Vor allem, wenn es eine Frau ist, die es dir nicht zeigen oder es dich anfassen lassen würde, wenn sie bei Bewusstsein ist. Die Ehefrau schwört, sie hatte noch nie irgendwas im Arsch. Wir wissen's besser, was? Ich habe einen Nutzer gefunden, der schreibt, er ist seit 8 Jahren mit seiner Freundin zusammen und ohne ihr Wissen und ohne ihre Zustimmung teilt er Fotos von ihr und Videos von ihr. Das behauptet er zumindest. Viel wissen wir noch nicht über ihn, aber das wird sich noch ändern. Wir nennen ihn Liam. Liam teilt in der Gruppe Nacktfotos einer Frau und Aufnahmen beim Sex. Die Fotos und Videos wirken zum Teil heimlich aufgenommen. Gute Schlampe, sexy Arsch. Danke. Ich habe um die 75.000 Views auf ihre Nudes bekommen. Ich liebe es zu wissen, dass sie als Porno existiert. Ich liebe es zu wissen, dass Fremde darüber nachdenken, ihren Körper auf diese Art zu benutzen, ohne dass sie davon weiß. Hast du darüber nachgedacht, dass jemand anderes deine Absolut. Das Problem ist, sie will eine monogame Beziehung. Ich fantasiere darüber, sie unter Drogen zu setzen und Männer nach Hause zu bringen, damit sie regelmäßig benutzen. Ich bin mir sicher, dass ich das tatsächlich machen werde, sobald wir keine Mitbewohner mehr haben. Spiel mit ihr, wie mit einer Puppe. Wenn du ein bisschen mit ihren spielst und einen Eye-Check machen könntest, während sie ausgenockt ist, würden die meisten von uns das lieben. Ich gebe mein Bestes. Würde es funktionieren? Falls ja, wie viel? Milligramm. Also sehr konkrete Planungen. Wir werden an Liam dranbleiben und später noch mehr herausfinden.
Dann stoßen wir auf Nutzer, die scheinbar in Echtzeit auf Anweisungen anderer eingehen. Dieser teilt ein Video einer offenbar schlafenden oder bewusstlosen Frau. Ein anderer kommentiert: Benutze Ihre Hand. Er macht es und schickt ein Video. Ein anderer Nutzer fragt ihn: Denkst du, sie ist bewusstlos genug für einen Eye-Check oder um ihren Mund zu benutzen? Dann ein Foto. Im Mund der Frau ist eine weiße Flüssigkeit zu sehen. Gute Arbeit. Über 200 Mitglieder können mitlesen. Keiner schreitet ein. Dieses Scrollen hier ist einfach die Hölle. In der Gruppe wird ein Link zu einer weiteren Gruppe geteilt. Wir treten bei. Und ich habe jetzt noch eine Gruppe gesehen, da war noch ein Einladungslink drin mit 73.000 Mitgliedern. In dieser einen Nacht kommen wir in 4 Gruppen. Eine hat über 70.000 Mitglieder. In der anderen postet der Admin selbst, wie er angeblich seine Schwester missbraucht. Die User kommen offenbar aus der ganzen Welt. In den Gruppen geht es um das Betäuben und Vergewaltigen von Frauen, die meisten wohl aus dem direkten Umfeld der Nutzer. Manche behaupten, die Frau sei damit einverstanden. Viele schreiben stolz, dass die Frau nichts davon wisse. Wir stehen vor einem Dilemma. Als Journalisten sollen wir nicht eingreifen, nur beobachten und berichten. Aber wenn das real ist, werden wir Zeugen von Vergewaltigungen. Wir entscheiden nach dieser Nacht, Ermittlungsbehörden zu informieren. In Deutschland und in den USA, schicken ihnen Einladungslinks, damit sie sich selbst ein Bild machen können. Wir pausieren die Recherche in den Gruppen. Bei Nutzer Liam, der offenbar plant, seine Freundin zu betäuben und zu vergewaltigen, kommen wir weiter. Wir finden die Frau auf Instagram. Sie heißt wirklich so, wie der Mann in der Gruppe geschrieben hat. Das Ding ist nur, sie wohnt in Kanada. Wir fragen die kanadische Polizei an. Eine Polizistin antwortet uns. Ich habe Kontakt zu dem weiblichen Opfer aufgenommen und überprüft, dass sie sicher ist. Sie weiß Bescheid, möchte aber keine Anzeige erstatten. Wir schreiben der Frau. Okay, sie hat mir geschrieben: Danke, dass du dich meldest. Ich bin immer noch sehr dankbar für eure Arbeit. Ich bin in Therapie und verarbeite immer noch, was passiert ist. Und ich bin nicht sicher, ob ich schon bereit bin, darüber zu sprechen. Wenn sich das ändert, werde ich mich auf jeden Fall bei euch melden. Später wird uns die Frau schreiben, der Nutzer sei nicht ihr Freund. Wer stattdessen gewesen sein soll, sagt sie nicht. Nur, dass sie die Sache jetzt hinter sich lassen will. Aus solchen Planungen kann grauenvolle Realität werden. Seit Jahren wird immer wieder über Gerichtsprozesse berichtet, in denen es um Vergewaltigung bewusstloser Frauen geht. Haft. Ehefrau betäubt und missbraucht. Partnerin betäubt und vergewaltigt. Im Text: Auch gab er zu, die Tat gefilmt zu haben. K.O.-Tropfen, lange Haft für Grander Vergewaltiger. Vergewaltigungsprozess gegen 23-Jährigen. Delmenhorster soll Freundin betäubt und misshandelt haben. Frau betäubt, vergewaltigt und gefilmt. 14-Jährige betäubt und vergewaltigt. Betäubung mit Felgenreiniger. Ein Mann soll 17 Frauen sediert und vergewaltigt haben. Unsere Recherche offenbart aber noch mehr. Ein internationales Netzwerk, in dem sich tausende Nutzer über Vergewaltigungen bewusstloser Frauen austauschen, sie offenbar planen und Aufnahmen des Missbrauchs teilen. 3 Monate, nachdem wir die Ermittler darauf aufmerksam gemacht haben. Ich gucke gerade in die Gruppen rein. Ich war jetzt seit 3 Monaten nicht mehr drin. In dem einen Kanal habe ich gerade die Meldung bekommen, der sei jetzt privat. Also die haben mich anscheinend rausgeworfen. Und die anderen Sachen sind aber noch da. Und auch mega viele neue Videos und sowas. Hier 7.390 neue Nachrichten. 73.000 Mitglieder. Das ist echt krass. 1.299 sind gerade online. Wir entscheiden, weiter in den Gruppen zu recherchieren, lesen nur mit. Auch Deutsche sehen wir. Gibt's auch Deutsche hier für Ideenaustausch? Natürlich. Ja, gibt es. Das Bundeskriminalamt hatten wir vor 3 Monaten bereits auf Telegram-Gruppen aufmerksam gemacht. Man habe alles an die zuständige Polizeibehörde weitergeleitet, aber
Erkenntnisse zu den von Ihnen genannten Telegram-Gruppen bzw. sexuellen Übergriffen liegen hier weiterhin nicht vor. Ein Interview kann daher nicht angeboten werden. Dabei hatten wir Ihnen Gruppeneinladungen geschickt. Wie freimütig Nutzer ihre Motive und Pläne teilen, wird sich immer wieder in der Recherche zeigen. Sie hat noch nie anal gemacht und lutscht mir nicht den hasst es auch, wenn ich auf ihr komme. Ich komme in ihre aber das war's. Wenn du sie betäubst, könntest du ihren Mund benutzen. Es ist keine Vergewaltigung, wenn sie nicht weiß, dass es passiert ist. Besonders begehrt ist neuer und eigener Content. Nutzer versuchen zu belegen, dass ihre Inhalte echt sind. Meine Live-Verifizierung. Auf dem Bett liegt eine offenbar bewusstlose Frau. In diesem Video torkelt eine Frau von der Toilette zum Bett, scheint kaum noch Kontrolle zu haben. Komm schon, ich hab dich. Sie fällt mit dem Gesicht voran aufs Bett. Sie wirkt stark benommen. Widerstandsunfähigkeit beginnt schon hier. Kurz darauf penetriert sie der Mann. Bei dieser bewusstlos wirkenden Frau geht der Nutzer augenscheinlich in Echtzeit auf Anweisungen anderer ein. Wollt ihr etwas in ihr sehen? Wie wäre es mit einem Löffel oder mit einem Telefon? Er wird sich für den Löffel entscheiden. Auch Livestream-Mitschnitte werden geteilt. Der Nutzer liegt mit seiner offenbar schlafenden oder bewusstlosen Frau auf dem Bett. Andere Nutzer schauen zu, masturbieren, lachen. Es nimmt kein Ende. Die einzige Grenze in diesen Gruppen scheinen Missbrauchsvideos von Kindern zu sein. Der US-Nutzer Dylan ist auch 3 Monate, nachdem wir die US-Behörden auf ihn aufmerksam gemacht haben, noch aktiv. Er behauptet weiterhin, seine bewusstlose Schwester zu vergewaltigen. Ob es seine Schwester ist, bleibt unklar. Meine Schwester ist noch wach. Meine Schwester ist jetzt komplett bewusstlos. Er teilt auch Videos, in denen er Frauen in der Öffentlichkeit sexuell belästigt. Hier ejakuliert er auf eine Frau vor ihm im Bus. Bist du jetzt überrascht? Naja, das wissen jetzt ja Polizei in Kanada, in Deutschland, in den USA davon. Und ich dachte halt, dann passiert was. Also, die haben sich das angeguckt? Ja, ist eine gute Frage. Und jetzt aber zu wissen, naja, wir waren nicht mehr online, aber das ging die ganze Zeit weiter, ist schon irgendwie eine ganz schreckliche Vorstellung. Erneut keine Antwort vom New York Police Department. Wir schreiben dem Nutzer mit unserem Undercover-Profil, tun interessiert an seinem Content, den er auch gegen Geld anbietet. Ich habe ihn dann gefragt, ob ich das per PayPal zahlen kann. Und er hat mir tatsächlich dann einen Screenshot geschickt von seinem PayPal-Account. Hier. Und ich dachte zuerst so, na gut, PayPal kann man auch unter einem falschen Namen anlegen und so weiter. Ich habe dann behauptet, ja, das hat bei mir jetzt alles irgendwie nicht funktioniert, habe ihn nach seiner Mailadresse gefragt und so. Und dann hat er mir einfach das hier geschickt. Und da sieht man die Adresse. Das gibt's nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist bestimmt eine Fake-Adresse. Habe den Namen und die Adresse eingegeben im Telefonbuch. Und hier ist er einfach, der wohnt dort. Das Alter passt zu dem Nutzernamen. Eine Adresse in New York. Mit den Infos über ihn finden wir den Mugshot eines Mannes. Er wurde dabei erwischt, wie er einer Frau im Supermarkt unter den Rock gefilmt hat. Stimmt die Adresse? Ist das derselbe Mann, der die Videos in die Telegram-Gruppen schickt? Unser Kollege Armin ist gerade vor Ort und checkt die Adresse. Ja, hi aus New York. Er fährt hin. Ein großes Wohnhaus. Namen stehen in den USA nicht an den Briefkästen oder Klingelschildern. Doch der Fahrstuhl gleicht dem auf den Bildern, die Nutzer Dylan über Telegram teilt. Und auch die Fliesen im Flur, die Briefkästen an der Seite und der Blick aus der Tür stimmen mit den Aufnahmen des Nutzers überein. Es scheint dieselbe Person zu sein. Wie bewertet die Polizei diese Hinweise? Wir fragen wieder nach.
I just sent you a request from Germany. Did you receive it? Erst auf unsere 4. Mail bekommen wir eine schriftliche Antwort. Das New York Police Department nimmt Vergewaltigungsfälle sehr ernst. Wenn Sie Opfer einer Straftat wurden, erstatten Sie Anzeige. Wir konfrontieren den US-Nutzer schriftlich mit den Vorwürfen. Eine Antwort bekommen wir nicht. Mit der Zeit werden einige der Gruppen gelöscht. Aus manchen fliegen wir raus, weil wir selbst nichts teilen. Doch das ist egal. Wir kommen ständig in neue Gruppen. Wie sieht es rechtlich aus? Seit 2016 gilt bei sexuellen Handlungen Nein heißt Nein. Was aber, wenn man gar nicht mehr widersprechen kann? Das erklärt uns Dr. Anja Schmidt. Sie ist Juradozentin und engagiert sich im Deutschen Juristinnenbund. Zum Beispiel, wenn eine Person berauscht ist oder also zu viel getrunken hat zum Beispiel oder schläft oder in Ohnmacht gefallen ist oder zum Beispiel K.O.-Tropfen verabreicht bekommen hat. Wenn die Fähigkeit, diesen Willen zu bilden und zu äußern, nur stark eingeschränkt ist, dann kann man sich der Zustimmung dieser Person versichern und dann sexuelle Handlungen vornehmen. Wenn diese Fähigkeit nicht mehr gegeben ist, dann darf man keine sexuellen Handlungen vornehmen. Und derartige Fälle sind eben in diesem 177 Absatz 2 geregelt. Genau das sehen wir in den Telegram-Gruppen. Wir geben ihr Einblicke in unsere Recherche. Was sind so Ihre Gedanken dazu? Ich finde es ziemlich entsetzlich. Ja, aber es ist einfach auch nochmal ein Hinweis darauf, dass die Regelungen, die wir jetzt haben, einfach nicht reichen. Auch wenn da sicher der ein oder andere Straftatbestand greift. Ich glaube, weil gar nicht klar ist, welches Ausmaß das hat. Aber das ist ja einfach nochmal eine ganz andere Qualität. Bewegte Live-Bilder von sexualisierter Gewalt. Ja, es besteht wirklich Handlungsbedarf. Denn im Gegensatz zu Missbrauchsdarstellungen von Kindern ist der bloße Besitz von Vergewaltigungsinhalten erwachsener Personen nicht strafbar. Das Bundesjustizministerium schreibt uns dazu auf Anfrage: Kriminalpolitisch ist es nach derzeitiger Einschätzung des Bundesministeriums der Justiz nicht geboten, dies zu ändern. Nach mehreren Monaten in den Telegram-Gruppen haben wir den Eindruck, die Nutzer machen sich offenbar kaum Sorgen vor einer Strafverfolgung. Ein deutscher Nutzer bietet in einer der Gruppen seine Frau zur Vergewaltigung an. Sehr konkret. Er nennt Namen, seinen angeblichen Wohnort und gibt an, er habe Betäubungsmittel bestellt. Wir nennen ihn Dennis. Das, was hier passiert, das sprengt das, was wir persönlich auch leisten können. Dass es so konkret wird in der Planung in so kurzer Zeit und dass Leute so viel Informationen mit einem teilen, das hatte ich in der Form noch nie und das macht es aber auch für uns zu einer Herausforderung. Wir entscheiden deswegen auch in diesem Fall, die Behörden zu informieren. Und dann geht es ganz schnell. Ich habe die Adresse. Hast du schon geguckt bei Google Maps? Nee, gerade eben reingeguckt. Okay, ja, lass uns hinfahren. Ja. Wie es hier weitergeht, können wir euch in diesem Video leider noch nicht erzählen. Denn es gibt aktuelle Entwicklungen in diesem Fall. Es wird ermittelt. Womit werden die Frauen betäubt? Häufig sei Alkohol im Spiel, auch gemischt mit anderen Substanzen. Das schreiben die Nutzer in den Telegram-Gruppen. Die Bandbreite ist dabei riesig. Mehr als nur die bekannten K.O.-Tropfen. Was die meisten ja unter K.O.-Tropfen verstehen, ist ja GHB. Das wird auch zum Teil angeboten in den Gruppen. Die Leute, die wir sehen, nutzen aber meistens gar nicht GHB, sondern zum Beispiel Medikamente, also Schlafmedikamente, starke Schlafmedikamente, Benzodiazepine. Benzodiazepine wirken beruhigend und entspannend, können aber auch bis zur Bewusstlosigkeit und zu Erinnerungslücken führen. In den Telegram-Gruppen teilen Nutzer Erfahrungsberichte und stellen Fragen. Irgendwelche starken Drogen, um diese Prinzessin in den Schlaf zu schicken und sie zu vergewaltigen? Meine Schwägerin und ihre Schwester. Hat jemand Tipps und Vorschläge, wie man sie stark unter Drogen setzen kann? Ich mache mit ihnen, was immer ihr wollt. Ich habe jetzt nur mal Store eingegeben, also quasi hier. Da machen die Shopbetreiber wohl auch so Angebote. Hier hat einer geschrieben: If anyone wants and interested to buy a sleeping liquid in my store online, here is a link.
Und dann sieht man auch so, GHB ist hier irgendwie 40 Milliliter kann man dort anscheinend bestellen. Ketamin, Lorazepam. Und dabei sind dann so Bilder von einer bewusstlosen Frau, der so die Augen so aufgehalten werden, um zu zeigen, dass sie wirklich bewusstlos ist. Hier hat jemand sogar geschrieben, ja, mir wurde ein Amazon-Produkt empfohlen, das wohl GHB enthält. Und das ist einfach ein Reinigungsmittel hier, da steht Gel Remover. Ein Wimpernkleberentferner. Wir bestellen ihn in einem Beauty-Online-Shop in den USA. Und wir stoßen auf noch ein Beauty-Produkt. Hier heißt es irgendwie Haarserum. Keiner scheint genau zu wissen, was da drin ist. Der eine hat geschrieben, die Frauen haben gar keine Erinnerung mehr. Wie viele Stunden hat sie geschlafen? 14 ungefähr. Das ist der einzige Nachteil. Meine 17. Verdammt. Beim nächsten Mal mach einfach Milliliter. Also ich hab's versucht. Hat mich voll erschreckt. Ich hab's meiner Freundin gegeben. Sobald sie bewusstlos wurde, fing sie an, schwer zu atmen, als ob sie im Schlaf nach Luft schnappen müsste. Es fühlte sich an, als hätte ich sie fast umgebracht. Wir bestellen jetzt dieses Haarserum, das in den Gruppen immer wieder beworben wurde. Hier steht aber nichts mehr von Haarserum, sondern hier heißt es jetzt auf einmal Sleeping Liquid. Das Mittel wird für Frauen und Männer beworben. Dabei steht, man schlafe 3 bis 6 Stunden, habe keine Erinnerung. Es gebe keine Nebenwirkungen. Wir bestellen es. Gerade einmal 4 Tage später. Wir holen jetzt das Paket ab, das ist nämlich angekommen. Hallo. Dankeschön. Ich glaube, es kommt bald noch mal was an. Einfach dann noch mal. Sehr gut, Dankeschön. Aus Malaysia. Ja. Genau. Gut verpackt auf jeden Fall. Und es hat nur 4 Tage gebraucht von Malaysia nach Hamburg. Okay, ja, das sieht genauso aus, wie die beschrieben haben. Und hier steht, dass es für beschädigte Haarspitzen sei. Und hier steht auch noch, it's in our nature to care for your hair. Was natürlich weird ist, ist das hier. Ich weiß nicht, ob das bei einem normalen Haarserum einfach dabei wäre. Hier steht auch noch, man soll es von Kindern fernhalten und nicht essen. Von Betäubungsmittel, wie es im Shop beworben wird, ist hier keine Rede. Wir sollen dem Verkäufer schreiben, sobald es angekommen ist. Aber krass, ne, wie schnell der auch antwortet. Er schickt uns eine detaillierte Anleitung mit Mengenangaben. Nicht für gesunde Haare. Alles muss ausgetrunken werden und ab 30 Minuten beginnt die Wirkung. Hier steht noch, man soll es mit Alkohol mischen, dann ist es am allerbesten. Soll ich ihn noch fragen, ob das gefährlich sein kann? Er schreibt nein. Ob das stimmt? Das wird eine Laboruntersuchung zeigen. Auch der Wimpernkleberentferner ist angekommen. Sieht erstmal so aus wie im Online-Shop beschrieben. Und jetzt? Ja. Mal einschicken und schauen, was drin ist. Einige Wochen später. Wir fahren nach Freiburg zum Toxikologen Professor Volker Auwerter. Die Laborergebnisse der beiden Produkte sind da. Zu dieser Zeit sind K.O.-Tropfen auch Thema in der Politik. Das Bundeskabinett hat gestern erst das Verbot von 2 Substanzen, die auch als K.O.-Tropfen verwendet werden, beschlossen. Damit wollen sie den Missbrauch vorbeugen, aber auch zum Beispiel Straftaten wie Vergewaltigung bekämpfen. Und das Gesetz dazu soll jetzt in den kommenden Monaten verabschiedet werden. Klingt gut. Heißt das, wir können solche Produkte in Zukunft nicht mehr so leicht bestellen? Dazu müssen wir wissen, was drin ist. Hallo. Hallo, Isabel Ströll. Danke. Und die beiden wurden da empfohlen, dass die wohl gut wirken sollen und mit denen soll man wohl gut Menschen betäuben können. In dem Gel hier haben wir also genauso einen Stoff gefunden und der nennt sich Gammabutyrolacton
kurz vorm GBL. Jetzt ist es so, dass das GBL, das hier drin ist, in diesem Gel Remover, das würde ich als eine durchaus übliche kommerzielle Verwendung von GBL betrachten. Das ist tatsächlich in vielen, auch Reinigungsmitteln zum Teil vorhanden. Aber eine alternative Verwendungsmöglichkeit ist eben die, dass man es als Rauschmittel einsetzt und im schlimmsten Fall auch als K.O.-Mittel. Und hier sieht man eben ein Riesensignal für das Butyrolacton. Da ist also eine ganze Menge drin. Je mehr der Person gegeben wird, desto gefährlicher kann es werden. Vor allem in Kombination mit Alkohol, sagt Auwärter. Also die Spanne ist relativ klein, ne? Von Eintritt einer Wirkung bis dahin, wo man dann quasi bewusstlos umfällt. Das ist eine kleine Spanne. Das macht das Ganze auch so gefährlich für die Dosierung eben. Und wenn man da noch mal drüber geht, ja, und jetzt meinetwegen ein ganzes Fläschchen trinken würde, dann wäre das durchaus schon eine potenziell lebensbedrohliche Vergiftung. Genau dieses GBL ist einer der Stoffe, der nun verboten werden soll. Was hält er davon? Also mit Verboten kommt man der Sache überhaupt nicht bei. Das ist eine völlige Illusion. Wer das unbedingt haben möchte, für den bleibt es weiter verfügbar. Da würde das Gesetz überhaupt nichts dran ändern. Und der andere Stoff, der würde mich jetzt noch interessieren. Was ich Ihnen sagen kann, im Gegensatz jetzt zu dem hier, wurde uns das hier auch sehr eindeutig als ein Mittel verkauft, mit dem man Menschen betäuben können soll. Gut, also ich kann nur sagen, dass GBL nicht drin ist in diesem Produkt. Das wäre ja das Naheliegendste gewesen. Was haben Sie denn da gefunden? Was soll da drin sein? Hier sind ja ein paar Inhaltsstoffe. Ja, also wir haben nicht mal die gefunden. Da ist eigentlich gar nichts auffällig gewesen. Also organische Stoffe, die jetzt geeignet wären, irgendwie so eine pharmakologische Wirkung hervorzurufen, haben wir nicht gefunden. Es könnte sein, dass die Standardtests, die Auwärter und andere Labore zum Nachweis von K.O.-Mitteln anwenden, bei diesem Mittel nicht anschlagen. Steckt vielleicht noch etwas anderes im Haarserum? Könnten Sie das noch mal testen lassen und uns noch mal Das können wir machen. Ein paar Laboruntersuchungen später stellt sich raus, im Haarserum konnte Auwärter doch 3 Wirkstoffe nachweisen. Ein Mittel gegen Erbrechen, ein Tiernarkosemittel und ein Designer-Benzodiazepin. Die letzten 2 sind nicht für den menschlichen Gebrauch zugelassen. Also diese Mischung sieht schon so aus, als ob der sich auskennt. Ja, und da ganz bewusst eben so eine Mischung gewählt hat, die tatsächlich aus pharmakologischer Sicht einen gewissen Sinn ergibt. Hat Sie das überrascht? Also ehrlich gesagt bin ich schon ziemlich schockiert. Ein Produkt, was also hier auch so eine perfekte Tarnung im Grunde hat als Haarserum. Das heißt, auch bei einer Hausdurchsuchung, wenn jetzt eine stattfinden würde, würde da ein Kripo-Beamter auch überhaupt nicht Verdacht schöpfen oder das mitnehmen. Das ist schon, ja, ein neuer Level, würde ich mal sagen. Man muss wahrscheinlich schon auch die Analytik da nochmal neu nachrüsten. Heißt konkret, er will weiter zu dem K.O.-Mittel forschen und eventuell die Standardtestungen überdenken. Denn er und die Fachwelt hätten dieses Mittel bis zu unserer Anfrage nicht auf dem Schirm gehabt. Wir konfrontieren den Verkäufer des Haarserums mit unseren Ergebnissen. Wir sehen, dass er unsere Nachricht geöffnet hat. Eine Antwort bekommen wir aber nicht. Dann beginnt während unserer Recherche ein Strafprozess, der die Öffentlichkeit aufwühlt. Kurz nach Veröffentlichung dieses Films werden die Urteile gesprochen. Medien weltweit hatten groß und emotional berichtet. In Südfrankreich hat ein Mann seine Ehefrau 9 Jahre lang immer wieder betäubt, raped her and even invited other men to rape her. She was raped 92 times by 72 men. Die Polizei fand Videos und Fotos seiner Frau, offensichtlich bewusstlos, während sie sexuell missbraucht wurde von Fremden. Stimmen werden laut, dass das Gesetz um sexuelle Gewalt überarbeitet werden sollte. Das Opfer, die 71-jährige Gisèle Pellicot. Sie will, dass der Prozess öffentlich ist. Die Täter sollen sich schämen, nicht die Opfer, sagt sie. Diesen Kampf widme ich allen, egal ob Frauen oder Männern, die in der Welt Opfer von sexualisierter Gewalt sind. Der Fall bringt Menschen auf die Straße. Allen diesen Opfern möchte ich sagen, schaut euch um. Ihr seid nicht allein. Wir wollen an einem der Prozesstage teilnehmen und reisen nach Avignon, Südfrankreich. Heute sollen die Plädoyers von 3 der 50 Mitangeklagten vorgetragen werden.
bei der Adresse, die wir haben. Ach so. Einige Angeklagte, die nicht in Untersuchungshaft sitzen, gehen vermummt an den wartenden Zuschauern vorbei ins Gerichtsgebäude. Hauptangeklagter ist Dominique Pélicaud, 72 Jahre alt. Er hat gestanden, seine betäubte Frau über die französische Website CocoFR anderen Männern zur Vergewaltigungen angeboten und diese nach Hause eingeladen zu haben. Festgehalten hat er die Taten auf Videos. Ihm drohen bis zu 20 Jahre Haft. Auch Gisèle Pélicaud ist heute wieder da, in Begleitung ihrer Anwälte. Für ein Interview haben sie leider keine Zeit. Die Verhandlung beginnt. In einem der Plädoyers geht es um einen der 50 Mitangeklagten, Florian R., 32, Lieferant, Vater von 3 Kindern. Er sei wenige Minuten im Schlafzimmer der Pélicauds gewesen, habe gedacht, das sei ein Spiel, erklärt die Verteidigerin. Als er Gisèle Pélicaud penetriert habe, sei sie von einer Decke verdeckt gewesen. Deshalb habe er erst nicht verstanden, dass sie nicht bei Bewusstsein war. Als er dann ihr Schnarchen gehört habe, habe er abgebrochen und das Haus verlassen. Als seine Verteidigerin erklärt, er wolle sich bei Gisèle Pélicaud entschuldigen, schüttelt diese nur den Kopf. Die Staatsanwaltschaft fordert für Florian R. 13 Jahre Haft. Die Verteidigerin Ghislaine Michel Freispruch. Ich habe Freispruch gefordert, also keine Strafe. Meiner Meinung nach sind hier nicht ausreichend Tatbestandsmerkmale einer Vergewaltigung erfüllt. Sollte das Gericht ihn verurteilen, beantrage ich eine Strafe, die es ihm ermöglicht, auf freiem Fuß zu bleiben. Aber Ihr Mandant hat Gisèle Pélicaud nicht gefragt, ob sie einverstanden ist. Warum? Er ist jemand, der noch nie eine derartige Erfahrung gemacht hatte. Herr Pélicaud sagte zu ihm vor Ort, sie ist bereit, sie wartet im Schlafzimmer auf uns. Mein Mandant kann sich das Unvorstellbare nicht vorstellen. Er kann sich nicht vorstellen, dass diese Frau nicht einverstanden sein könnte, unter Drogen gesetzt, bewusstlos oder wehrlos ist. Er ist eben jemand, der sehr unbekümmert und gutgläubig ist. Kann man ihm das vorwerfen? Das ist kein Straftatbestand. Man kann ihm vorwerfen, dass er sich zu einem solchen Spiel hat hinreißen lassen, ohne die Regeln für sexuelle Begegnungen zu respektieren, weil er diese Regeln nicht kannte. Und was sind Ihrer Meinung nach die Gründe, warum niemand zur Polizei gegangen ist und etwas gesagt hat? Ich kann nur über meinen Mandanten sprechen, der, wie ich vor Gericht erklärt habe, zunächst völlig erstarrt war. Er hatte Angst, weil er nicht verstand, was passiert war. Er hatte Angst vor Herrn Pélicaud, weil er nicht wusste, wer er war. Alles verschwamm in diesem Moment. Er fragte sich, wenn ich zur Polizei gehe, werden sie mir glauben? Was wird dann aus mir? Gleichzeitig muss ich das melden, weil das, was diese Frau erlebt hat, nicht normal ist. Diese Zerrissenheit ist da. Trotz seiner Zerrissenheit hat er es der Polizei aber nicht gemeldet. In einigen Plädoyers heißt es, die Männer seien manipuliert worden von Dominique Pélicaud und hätten nicht gewusst, dass seine Frau nie einverstanden war. Am Ende fordern die Verteidiger für 32 der 50 Mitangeklagten Freispruch. Welche Bedeutung hat dieser Prozess für Betroffene? Wir sind in Paris mit dem Verein Mondorpar verabredet, gegründet von Caroline Dorion, der Tochter von Gisèle Pélicaud. Der Verein setzt sich gegen Sexualstraftaten unter KU-Mitteln ein. Arnaud Gallet ist im Vorstand. Er selbst wurde als Kind sexuell missbraucht. Wie blickt er auf den Prozess? Die Frage, die den Tätern im Prozess zum Thema Konsens gestellt wurde, lautete: Haben sie zugestimmt, Gisèle Pélicaud zu vergewaltigen? Ist das Konsens?
Nein, das ist eine Strategie, um die Verantwortung des Täters zu minimieren. Also nein, man wird Vergewaltiger nicht fragen, ob sie zugestimmt haben zu vergewaltigen. Wenn sie vergewaltigt haben, sind sie für ihre Taten verantwortlich. Diese Frage sollte man ihnen gar nicht mehr stellen. Dafür gehe die Verteidigung zum Teil hart mit Gisèle Pelicot ins Gericht. Man hat fast den Eindruck, das Opfer selbst sitzt auf der Anklagebank. Gisèle Pelicot hat es mehrmals gesagt, ich habe das Gefühl, dass ich es bin, die verurteilt wird. Selbst wenn es Beweise gibt, die mit der Kamera belegt sind, wie Filme vom Täter selbst gemacht. Selbst dann versucht man zu verharmlosen, indem man sagt, ja, aber man weiß ja nie, etc. Das sagt nicht nur etwas über die Dummheit aus, sondern über die Kultur, in der wir leben. Man versucht systematisch, die Dinge zu verharmlosen. Haben Sie Beispiele? Zum Beispiel ein Anwalt, der sagt, na ja, als Madame Pelicot jünger war, hat sie FKK gemacht. Sie war nackt. Nur weil eine Person FKK gemacht hat, heißt das nicht, dass sie von 50 Männern vergewaltigt werden darf. Was sagt das alles über unsere Gesellschaft aus? Es zeigt, dass wir in einer extrem gewalttätigen Gesellschaft leben, in einer Kultur der männlichen Dominanz, in einer Vergewaltigungskultur. Auch wenn nicht alle Männer so sind, weil das auch immer wieder gesagt wird, muss man feststellen, dass es letztlich alles Männer sind, die auf der Anklagebank sitzen. Das sagt also etwas aus. Wenn die Mehrheit der Täter Männer sind und die Mehrheit der Opfer Frauen oder Mädchen, dann müssen wir über unsere Gesellschaft nachdenken. Darüber, wie wir Kinder erziehen, wie wir mit Tätern umgehen und wie wir uns um Opfer kümmern. Wir erzählen Arnaud Gallet von dem internationalen Netzwerk auf Telegram, das wir entdeckt haben. Er sagt, er habe noch nie davon gehört. Aber ich bin nicht überrascht. Es ist hart. Es sagt etwas darüber aus, welche Bedeutung unsere Gesellschaft Frauen und Kindern beimisst. Nicht mehr und nicht weniger. Was löst das bei Ihnen aus? Da ist zuerst eine Form von Wut, aber auch eine Entschlossenheit. Man darf nicht aufgeben. Aufgeben würde bedeuten, dass die Täter ungestraft davonkämen. Wenn man will, dass es aufhört, braucht man eine echte internationale Zusammenarbeit. Das ist der Sinn der Politik. Warum braucht man Politik? Damit sich Dinge verbessern. Der Verein fordert eine bessere Schulung von medizinischem Personal, um Taten früher zu erkennen, verbesserte Polizeiarbeit und genauere Labortests. Frankreich hat nun angekündigt, kostenlose K.O.-Mitteltests anzubieten. Wir wollen mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser über das Netzwerk und die Gefahren sprechen. Trotz mehrmaligem Fragen bekommen wir kein Interview. Am 19. November stellt sie gemeinsam mit Bundesfamilienministerin Lisa Paus und dem BKA das Lagebild Gewalt gegen Frauen vor. Wir nutzen die Pressekonferenz und lassen von unserem Kollegen eine Frage stellen. Frau Faeser, wir erinnern uns ja alle an diesen Fall Gisèle Pelicot in Frankreich, hat für sehr viel Aufsehen gesorgt. Jetzt gibt es Recherchen, dass das kein Einzelfall ist, sondern dass es auch ein internationales Netzwerk gibt, wo sich Männer verabreden, um Frauen zu betäuben und zu vergewaltigen. Auch Deutsche sollen daran beteiligt sein. Mich würde interessieren, ob das bei Ihnen bekannt ist, ob das schon Teil auch vielleicht dieses Lagebilds ist und was Sie dagegen tun. Also wir beschäftigen uns ja häufiger mit diesem Phänomenbereich, der ja ganz widerlich ist, weil quasi mit Betäubungsmitteln gearbeitet wird. Sie wissen, dass wir auch Vorfälle hier in Berlin hatten. Ob das bandenmäßig ist und wie die Beteiligung international in dem spezifischen Fall ist, kann ich Ihnen, Herr Jahn, nicht beantworten. Wir fragen später noch einmal schriftlich nach. Man verweist allgemein darauf, dass es im Hinblick auf den Einsatz von Betäubungsmitteln besonders wichtig sei, dass Opfer Taten zeitnah zur Anzeige bringen. Auf unsere sehr konkreten Fragen nach dem Täternetzwerk auf Telegram bekommen wir keine Antworten. Es heißt, sofern den Polizeibehörden Hinweise auf möglicherweise kriminelle Gruppierungen bekannt werden, gehen diese den Hinweisen aktiv nach. Kriminelle Handlungen im Internet werden ebenso verfolgt wie in der analogen Welt. Auch das Bundeskriminalamt antwortet auf erneute Nachfrage eher ausweichend. Aus ermittlungstaktischen Gründen heißt es. Und man verweist auf die Verantwortung jedes Einzelnen. Zudem besteht bei Vorliegen strafbarer Handlungen beispielsweise die Möglichkeit, entsprechende Gruppen an den Diensteanbieter, Messenger-Dienst zu melden und anzuregen, dass diese gelöscht werden. Es bleibt unklar, inwiefern die Politik und die Ermittlungsbehörden gegen dieses Netzwerk vorgehen.
Was sagt Telegram zu den Aktivitäten in ihrem Messenger? Man teilt uns schriftlich mit: Telegram verfolgt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Missbrauch seiner Plattform und alle Nutzer, die dabei erwischt werden, werden sofort gesperrt. Nutzer könnten entsprechende Meldungen machen. Auch den Strafverfolgungsbehörden gebe Telegram nach Prüfung IP-Adressen und Telefonnummern weiter. Am Ende gibt uns niemand in Verantwortungsposition ein Interview vor der Kamera. Unser Eindruck: Die Tipps in den Gruppen werden immer ausgefeilter. Manche Gruppen verschwinden zwar, doch genauso schnell tauchen neue auf. Die Planungen und Umsetzungen von sexuellen Übergriffen an bewusstlosen Frauen gehen weiter. Wenn ihr das Gefühl habt, euch wurden K.O.-Mittel gegeben und ihr schafft es nicht sofort zur Polizei oder ins Krankenhaus, dann gibt es einen einfachen Tipp. Pinkelt erst einmal in einen Becher und stellt diesen in den Kühlschrank. Später kann dann in einer Laboranalyse eventuell noch etwas nachgewiesen werden. Weitere Infos dazu und auch Anlaufstellen findet ihr unten in der Infobox. Wenn ihr mehr Recherchen in diese Richtung sehen wollt, abonniert gerne unseren Kanal. Hier findet ihr eine andere Recherche von uns und hier ein Video von unseren Kollegen von Funk.